Hallo Leute, heute Abend beschäftigen wir uns mal damit, wie wir das SimplyPrint von 3D Fox Lab auf den Drucktisch auftragen. Dazu habe ich jetzt einen Feinborstenpinsel, der normalerweise für die Handyaufbereitung, Reinigung und auch Reparatur gedacht ist, um hinterher die Platinen zu reinigen. Damit geht das allerdings sehr gut und sehr gleichmäßig. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal an, wie wir das Ganze machen. Da der Pinsel leider nicht in die Flasche passt, muss ich das ein bisschen schütten. Das ist aber nicht weiter schlimm. Das Zeug muss gut durchgeschüttelt werden, damit sich halt eben alles vernünftig verbindet und es auch schön dünnflüssig wird und keine Klümpchen hat. Und danach werde ich jetzt einfach ein bisschen was auf den Tisch schütten und dann das Ganze mit dem Pinsel verteilen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Es ist halt immer so, im Video klappt das halt immer anders wie gedacht. So, und dann kann man das hier nämlich schön gleichmäßig auf dem Tisch verstreichen und hat dann auch keine Probleme, dass das hinterher dann irgendwie komisch aufgetragen wird. Das kann man dann sehr dünn verstreichen. Und wenn es dann verstrichen ist insgesamt, dann kann man es hinterher dann mit dem Tisch erhitzen und lässt es dann quasi hart werden. Wenn es dann durchsichtig wird und fest ist, kann man ab diesem Moment dann auch mit dem Druck starten, weil dann ist es nämlich in Ordnung und dann gibt es auch keine Probleme mehr, weil es glättet sich nämlich selbst aus jetzt, wenn es verstrichen ist, und bildet dann eine schöne gleichmäßige glasige Oberfläche. Es ist nur halt hier jetzt ein bisschen kalt, weil ich heute hier noch nicht im Keller war und auch keine Drucke laufen hatte. Deswegen dauert das Ganze ein bisschen länger, aber das ist nicht weiter tragisch. So, jetzt lassen wir das gleich, streiche ich das nochmal 2-3 Mal drüber. Mit einer Rolle kann man das auch auftragen, mit so einer kleinen Malerrolle, das geht genauso gut. Und das sollte dann eigentlich auch eine gleichmäßige Oberfläche geben. Ich sehe jetzt gerade, ich habe den Pinsel erwischt, wo ich letztens leider ein paar Haare rausgezogen habe. Da müssen wir ein bisschen fischen gehen. Normalerweise haaren diese Pinsel überhaupt nicht. Aber wäre ja auch schlimm, wenn jedes Video perfekt verlaufen würde. Das wäre ja irgendwie langweilig. Na komm, ich krieg sie nicht mit der Pinzette. Na egal. So, jetzt streiche ich da nochmal drüber. Nehmen wir aber die losen Haare jetzt erstmal raus. Streiche das nochmal glatt. Da ist das Haar, das letzte. Ein bisschen was bleibt halt immer im Pinsel zurück, das ist halt so, da kann man nichts dran ändern, aber das macht ja auch nichts. So, jetzt nochmal hinten über die Kante wischen, da hat nämlich wahrscheinlich der Pinsel auch einiges noch liegen lassen, damit das hier nicht abtropft. Und dann sollte es das gewesen sein. Jetzt gehen wir auf Preheat und heizen das Bett einfach mal auf 60 Grad, dass das alles abtrocknen kann. Weil in der Zeit, wo es dann nämlich jetzt hochheizt, trocknet das dann quasi durch. Klick, so, das Bett heizt. Hier nochmal gucken. Nicht, dass wir hinterher so einen riesen Kunststoffblob unten drunter hatten. Ja, das war es dann eigentlich auch schon zum Auftragen von SimplyPrint. Ich lasse das jetzt heizen, lasse euch kurz alleine, weil ich will den Pinsel auswaschen, dass der nicht hart wird. Und bin in 2 Minuten wieder da.
So, den Pinsel habe ich jetzt einfach mit Wasser ausgewaschen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist wasserlöslich. Selbiges könnt ihr auch machen, wenn ihr Probleme habt, dass ein Druck jetzt richtig festhängt und nicht mehr vom Druckbett runter will. Dann könnt ihr im Prinzip dann einfach etwas Wasser auf die Druckoberfläche machen, oder wenn es schnell gehen soll, dann könnt ihr Isoalkohol nehmen. Das löst das Ganze dann etwas schneller an und dann könnt ihr das auch relativ gut dann vom Druckbett entfernen, wenn ihr jetzt zu hohe Temperaturen gefahren habt und es ist halt zu fest. Das kann halt bei PLA oder so schon mal vorkommen. Das hatte ich auch schon, aber mit einem Isopropanolalkohol ist das ruckzuck erledigt und überhaupt kein Problem. Ja, das war's dann schon mal zu diesem 3D Foxlab Simply Print, und dann würde ich sagen, gerne mal dort im Shop vorbeigucken und bei mir ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, das wäre auch sehr schön. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne wünsche ich allen noch ein schönes Wochenende. Ich habe mich gerade entschieden, ich lasse es doch noch ein bisschen laufen, weil dann könnt ihr nämlich zugucken, wie es jetzt gleich durchsichtig wird. Das ist nämlich auch vielleicht mal ganz schön zu sehen für euch. Und das wird ja jetzt relativ zügig gehen, weil wir sind jetzt bei 52 Grad. Das sollte jetzt dann eigentlich ziemlich schnell abtrocknen. Und dann könnt ihr halt mal sehen, wie das halt trocken wird, weil das sieht man dann wenigstens auf der Kamera richtig gut. Es halt hier leider ein bisschen, weil wir befinden uns hier im Keller. Da muss ich auch mal gucken, dass ich das ein bisschen besser bekomme. Irgendwann. Hier in der Ecke ist es jetzt schon ganz trocken. Hier hinten, diese zwei Ecken, die sind schon ganz trocken. Hier fängt es jetzt an. Kann auch noch ein bisschen mit der Temperatur hochgehen, wenn es dann anfängt zu trocknen. Das ist auch kein Problem. Ich gehe jetzt mal ein bisschen höher, damit es ein bisschen schneller geht. Ihr wollt ja hier keine halbe Stunde zugucken, wie ein Tisch abtrocknet. Und ja, das Druckbett ist halt so nicht das Allerschnellste. Ihr könnt auch diese ganze Oberfläche, fällt mir gerade so ein, mit einem Isoalkohol komplett abwaschen und könnt das dann mit der Spachtel runterziehen. Also das heißt, ihr kriegt immer wieder einen homogenen Tisch hin, ohne Probleme. Das ist also jetzt nichts, was da drauf bleibt. Das ist immer wieder runternehmbar. Also mit Isoalkohol kann man es einweichen und kann es dann wieder runterholen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, weil das geht zum Beispiel nämlich bei dem Holzleim nicht so gut. Es geht auch, aber es geht nicht so gut, weil den kann man nicht einfach mit einem Isoalkohol abputzen. Ja, jetzt im Prinzip seht ihr ja schon, wo es drauf hinausläuft. Hier hinten wird es jetzt schon komplett trocken. Hier fängt es jetzt auch an, überall trocken zu werden. Ich warte jetzt nicht, bis es komplett trocken ist. Vielleicht füge ich da gleich dann nochmal ein Bild ein, wenn das fertig ist. Aber das ist ja für euch jetzt nicht mehr so interessant. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt einfach nochmal. Bis zum nächsten Video. Macht's gut.